Wir haben hier ein vollautomatisiertes Studio gebaut, das heute in der Lage ist, von einer Person bedient zu werden. Das heißt, wir haben hier 8 Kameras, die bis zu 4 Gästen, einen Moderator, ablichten. Die können wir steuern von dem zentralen Raum, sowie die ganze Regietechnik, dass ein Mensch im Prinzip das alles programmieren kann und die Sendung komplett alleine fahren kann. Bei Tele Basel werden alle Studios aus einem Guss aus dem gleichen Haus selbst gebaut, geplant. Und sowas dauert bei uns vom Beschluss her, wir machen was Neues, bis hier, dass es sendebereit fertig ist, rund ein Jahr. Die ganze Technik, die wir ausgesucht haben, haben wir zusammengetragen, teils aus Erfahrungen oder bewährter Technik, die wir schon bisher eingesetzt haben, und haben so unsere Technik zusammengesetzt. Automatisierung bedeutet bei uns von der alten Welt her, wo wirklich noch 4 Leute in der Regie saßen, ein Regisseur, ein Bildtechniker, ein Toningenieur, ein Mats-Operator, hin zu einer Person, die mit Unterstützung von Software und entsprechender Hardware alles alleine steuern kann. Wir haben einen Kameraroboter von Ross, der in der Kombination mit diesem PTZ uns ermöglicht, mit 8 Kameras die ganze Szenerie aufzulösen. Das heißt, wir haben 4 Kameras, die sind für 4 Gäste je einzeln eine, und die anderen Kameras sind im Auflösen der Szenerie. Mit unseren PTZ-Kameras von Panasonic ermöglichen wir für den Zuschauer wirklich ein Bild in Bewegung, wo man auch die Tiefe zu spüren bekommt. Die einzelnen Elemente aus verschiedenen Blickwinkeln immer in einer Bewegung vermitteln den Zuschauer wirklich, wir sind hier in einem großen, tiefen Studio mit verschiedenen Ebenen, und das macht das ganze Bild natürlich lebendig und sehr schön anzuschauen. Eine der Herausforderungen war, diese PTZ-Kameras mit der Hauptkamera, die für die Moderation zuständig ist, abzugleichen. Dazu war uns wichtig, dass es vom gleichen Hersteller ist, und Panasonic hat zum Glück auch im Procast-Bereich eine Blockkamera, die, sagen wir mal, aus dem gleichen Hause stammt. Das sieht man vor allem in der Bildsprache. Und uns war einfach wichtig, dass alle diese 8 Kameras untereinander matchen, so dass wir ein einheitliches Bild erzeugen können. Damit das Ganze etwas lebhafter wirkt, dass man die Tiefe des Raumes sieht, haben wir hier Kamerasysteme, das Waterbird oder auch bei Panasonic das Pana-Track, wo eine Kamera drauf ist, eine PTZ-Kamera, die immer in eine leichte Bewegung mitfährt. So sieht man das Studio immer aus einem leicht anderen Winkel, und wir können zu jeder Zeit zurückschneiden auf eine Totale. Das gibt dem Studio wirklich eine Tiefe, was das Zuschauen einfach viel angenehmer und viel lebendiger macht. Wir haben aufgrund Größe des Studios Probleme, dass wir die Kamera so positionieren müssen, dass wir eigentlich beim Viertalk Achssprünge bekommen. Wir haben da eine Lösung gesehen bei einem französischen Sender, der ähnliche Situation hat, und haben dann bemerkt, wenn du die Leute immer mittig kadrierst, kannst du das so minimieren, dass es nicht störend wirkt. Natürlich braucht man für extreme Diagonal eine Totale, um aufzulösen. Aber mit Hilfe vom Panasonic Face Tracking Server haben wir die Möglichkeit, die Person so einzustellen, dass sie immer mittig ist. Das heißt, sie bewegt sich natürlich, schaut mal nach links, schaut mal nach rechts, und die Kamera gleicht das aus, dass das Gesicht immer mittig ist. Mit dieser Unterstützung machen wir möglich, dass wir selbst Viertalk übers Kreuz so auflesen können, wo die Kameras hinten sind, das heißt über die Achse geschnitten wird, so darzustellen, dass der Zuschauer dennoch das Gespräch logisch mitverfolgen kann. Und für diese Unterstützung haben wir diese 4 Kameras, die zuständig sind, je einzeln für den Gast, an diesen Panasonic-Server angeschlossen, der das für uns übernimmt. Was ich besonders schätze, ist, dass die Panasonic-Produkte, die PTZ-Kameras, sowohl IP, SDI, aber auch Fiber-Anschlüsse besitzen, wo ich zu jeder Zeit, wenn ich die Technologie hinten dran anpasse, die Kamera mit einbeziehen kann. Das heißt, eine neue Kreuzschiene, einen neuen Mischer benötigt nicht eine neue Kamera, sondern ich kann das bestehende Equipment auch noch über Jahre einsetzen.